Dies sind die letzten Bilder des Schah von Iran. Am Morgen des 16. Januar 1979 an Bord eines Militärhubschraubers für seine letzte Reise zum internationalen Flughafen in Mehrhabad. Nur wenige Menschen verstanden seine Entscheidung, das Land zu einem solch kritischen Zeitpunkt zu verlassen. Der Kaiser beendete seine Pahlavi-Herrschaft und starb 19 Monate später an medizinischen Komplikationen im Exil. Seine Abreise veränderte die Geschichte des Nahen Ostens und der Welt. Dies ist die medizinische Geschichte der 19-monatigen Odyssee, die zu seinem Tod führte. Die Entmachtung des Schahs war eine klassische Tragödie. Aber die Herrschaft, die ihm über Nacht verliehen worden war, glich einem Märchen. Sein Vater Reza Schah, Gründer der Pahlavi-Dynastie, erklärte im Zweiten Weltkrieg Neutralität und verweigerte die Nutzung des Iran als Transportkorridor für die Alliierten. Dies war der Auslöser der anglo-sowjetischen Invasion und der anschließenden Teilung des Iran in Einflusssphären. Im September 1941 zwangen die Briten Reza Schah abzudanken. Das brachte seinen 21 Jahre alten Sohn Mohammad Reza Pahlavi an die Macht. Der junge Schah hätte fast seine symbolische Herrschaft verloren, als 1953 Premierminister Mohammad Mossadegh die iranische Ölindustrie verstaatlichte und von der westlichen Kolonialherrschaft Autonomie forderte. Der Schah entließ den Premierminister, aber der weigerte sich abzutreten. Weil er um sein Leben fürchtete, floh der junge Monarch ins Exil nach Rom. Während seiner Abwesenheit führte das iranische Militär eine verdeckte Operation durch, um Mossadegh abzusetzen, mit Unterstützung der amerikanischen und britischen Nachrichtendienste. Proteste brachen auf den Straßen von Teheran aus, hunderte Menschen kamen ums Leben. Pro-Schah-Panzerregimente stürmten die Hauptstadt und bombardierten die offizielle Residenz des Ministers. Mossadegh wurde verhaftet und am 22. August 1953 kehrte der Schah in den Iran zurück. Mohammad Reza Pahlavi ließ sich am 26. Oktober 1967 zum Schah krönen. 26 Jahre nach Beginn seiner Herrschaft, mit einer extravaganten Zeremonie. Er ernannte sich selbst zum Schahin-Schah und krönte seine dritte Frau Farah zur Kaiserin. Das gab der Pahlavi-Dynastie genau das, wonach sie sich sehnte: eine Herrscherin und Erben. Er nannte sich den König der Könige. Die Ölvorkommen und die westliche Unterstützung gaben dem Schah ein falsches Gefühl der Sicherheit. Der Schah glaubte, dass es seine Aufgabe wäre, die Weltordnung zu ändern, die ihn an die Macht gebracht hatte. Früher konnten Sie, die Briten und andere, die hier Einfluss hatten, die Minister austauschen, wie Sie es wünschten. Bedauern Sie diese Zeiten, dass Sie verloren haben? Wollen Sie dasselbe, unser System und unsere internen Angelegenheiten manipulieren? Das lassen wir nicht zu. Nach 20 Jahren amerikanischer Hilfe für den Iran kam Präsident Nixon 1973 und gab dem Schah vollen Ermessensspielraum, fast jedes amerikanische Produkt zu kaufen. Waffen, die er wollte. Trotzdem wurde der Machthunger des Königs nicht gestillt. Wenn die USA das Waffenangebot begrenzen, werden sie dann anderswo welche kaufen? Auf jeden Fall. Die Vereinigten Staaten hatten viel in das iranische Militärregime investiert. Eine Frontlinie gegen die Ausbreitung des sowjetischen Einflusses in der Region.
Aber der Schah hatte eine andere Agenda im Kopf. Im Wettlauf um die Umwandlung des Iran zu einer großen Weltmacht innerhalb einer einzigen Generation hatte er einen großen Plan vorangetrieben, das Land zu modernisieren. Indem sich ihm andere arabische Nationen anschlossen, stiegen die Ölpreise weltweit auf fast das Fünffache in nur 12 Monaten. Das iranische Bruttosozialprodukt wuchs um 50% pro Jahr. Der Schah war von den negativen Auswirkungen seiner Politik auf die westliche Wirtschaft unbeeindruckt. Es stimmt, dass als wir anfingen, unsere Interessen zu verteidigen, der Rohstoffpreis nach oben schoss, um mehrere 100%. Aber so kann es nicht weitergehen. Wenn ihr erhöht, erhöhen wir. Wenn wir erhöhen, erhöht ihr. Wir müssen für dieses Problem eine Lösung finden. Die unerwarteten Öleinnahmen finanzierten die Modernisierung und Liberalisierung und sorgten für eine bessere Bildung der iranischen Bevölkerung. Die Mittelschicht erwachte, politisch und geistig. Sie forderte mehr Freiheit von der Pahlavi-Regierung. Aber auch Attentate und Anschläge auf den Schah haben diesen Trend nicht gebremst. Die schnelle Modernisierung ging weiter, aber es gab neue Probleme. Die schlechte Infrastruktur, mangelnde Planung, Missmanagement und Korruption brachten viele Pläne des Schahs zum Stillstand. Die normalen Bürger wurden desillusioniert. Der König hatte den Ölmarkt falsch eingeschätzt und auch seine eigene Macht. Bis hin zur Drohung, langfristige Ölverträge mit westlichen Konsortien 1979 zu kündigen. Irans Wirtschaft lag in Trümmern. Der Pahlavi-Monarch verlor an Unterstützung im In- und Ausland. 1977 wurde Jimmy Carter neuer US-Präsident und übte Druck auf den Schah aus, die Menschenrechtssituation im Iran zu verbessern. Oppositionelle Gruppen nahmen das zum Anlass, ihren Druck zu erhöhen. Sie vereinten sich hinter einem religiösen Oberhaupt, Ayatollah Ruhollah Khomeini, der die Revolution aus dem Exil in Frankreich vorantrieb und über westliche Medien in den Iran ausstrahlte. Der Iran wurde überwältigt von Streiks und Unruhen. Der Schah machte Zugeständnisse an die Opposition, indem er einige seiner wichtigsten Unterstützer verhaften ließ. Aber die Proteste wurden noch lauter. Präsident Carter schickte einen NATO-Befehlshaber, 4-Sterne-General Robert Heuser, um sicherzustellen, dass die iranische Regierung ihr Militär zurückzieht. Der König verließ schließlich das Land und machte den Weg für Khomeini frei, der seinen Platz einnahm. Doch was veranlasste den Schah, sich den Amerikanern zu widersetzen? Und was hat die westlichen Mächte, vor allem die USA, dazu bewogen, einen alten, vertrauten Freund zugunsten des politischen Islam aufzugeben? Die Antworten beginnen überraschenderweise mit der Krankheit des Schahs. Die Kaiserin schreibt in ihrem Buch An Enduring Love, dass beim Schah Krebs entdeckt wurde. Erstmals 1974 von französischen Ärzten, die es geheim hielten, sogar vor dem Schah selbst. Der erfuhr von seiner Krankheit erst ganz am Ende, um 1977. Es gab viel Geheimhaltung bis hin zu einer Verschwörung des Schweigens. Als er in einem seiner Urlaube auf der Insel Kish Wasserski fuhr, bemerkte er einen Knoten in seinem linken Oberkörper. Und ich glaube, er selbst begriff, dass es die Milz war. Der Schah sprach mit seinem langjährigen, vertrauten Minister, Asadullah Alam. An einem Donnerstag rief mich Alam nachts von der Insel Kish an. Er sagte Doktor, so nannte er mich immer. Er sagte, Doktor, ich brauche Sie. Ich fragte, geht es Ihnen gut? Ich hatte ihn eine Woche vorher noch gesehen. Er sagte, es geht nicht um mich, aber ich brauche Sie. Alam erzählte mir am Telefon, dass ich meinen französischen Kollegen fragen sollte, ob er in den Iran kommen könnte. 1974 wurden der weltberühmte französische Krebsspezialist Dr. Jean Bernard und sein Laborant Dr. Georges Flandrin heimlich in den Iran eingeflogen, um den Schah zu untersuchen. Als die Ärzte und Spezialisten gerufen wurden, wurde ihnen nicht gesagt, dass sie den Schah untersuchen werden. Sie dachten, sie wären gerufen worden, um den Hofminister oder einen Berater des Schahs zu untersuchen.
Beim Mittagessen erzählte mir Dr. Bernard, dass sie gerade gebeten wurden, seine Majestät zu untersuchen. Er ging davon aus, dass sie nichts Ungewöhnliches entdecken würden. Der Schah sei ein gesunder, starker Mann. Seine Milz ist etwas größer, weil er früher Malaria hatte. Ich fragte Flandrin, ob er Blutproben für weitere Untersuchungen in Paris mitnehmen wolle. Dr. Georges Flandrin, die medizinische Stimme der Königin, berichtete später über die Krankheit des Schahs. In ihrem Buch ist von Briefen die Rede, die er seinem Mentor Dr. Jean Bernard geschickt haben soll. Er berichtet darin, dass beide französischen Ärzte die Diagnose gestellt hätten, nachdem sie die Blutproben unter einem Mikroskop im marmorgefliesten Badezimmer des Palastes betrachtet hätten. Nachdem sie das getan hatten, stellten sie fest, dass es sich um eine chronische lymphatische Leukämie handelte. Aber die Leute in der Umgebung des Schahs, der Hofminister, seine Ärzte und andere Beamte waren der Meinung, dass es nicht klug wäre, das offenzulegen, auch nicht dem Schah gegenüber. Also sagten sie ihm nicht, dass er Leukämie hatte, was eine Form von Blutkrebs war, sondern dass er eine Krankheit namens Morbus Waldenström hatte. Dr. Flandrin behauptet weiter, dass man General Ayadi, den rätselhaften und undurchsichtigen Leibarzt des Schahs, dem alles anvertraut wurde, aufforderte, den Krebs des Schahs als Morbus Waldenström zu bezeichnen, um den Schah mit der Krebsdiagnose nicht zu beunruhigen. Das ist Blödsinn. Flandrin weiß das auch. Ich habe keine Ahnung, warum er das geschrieben hat. Wir haben dem Schah gesagt, dass seine Milz wegen der früheren Malaria-Erkrankung so groß war, damit er nichts vom Krebs erfährt. Ein Blick auf das Wort Waldenström in jedem Wörterbuch hätte es als eine Krebsart bestätigt. Unwahrscheinlich, dass sie einen solchen Trick angewandt haben, um von der Krankheit des Schahs abzulenken. Ich weiß nicht, was im Kopf des Schahs vorging. Er könnte den Verdacht gehabt haben, dass er etwas Ernstes hatte. Aber er hat sich nichts anmerken lassen. Und es wurde vereinbart, dass die Öffentlichkeit nichts erfahren soll. Aber der Schah hatte andere Ärzte aufgesucht, bevor die Franzosen ihn untersuchten, und er wusste von seiner Krankheit. Warum sonst sollte er gezielt die Dienste eines Krebsspezialisten suchen? Das ist genau das, was Professor Fellinger 1968 herausgefunden hat. Er hat mir davon erzählt. Wegen seiner großen Liebe zum Skifahren machte der Schah regelmäßig Winterurlaub in der Schweiz und in Österreich. Er nutzte diese Trips auch, um sich von vertrauten Ärzten untersuchen zu lassen. In diesem Jahr kam er im März nach Österreich. Danach fuhr er für ein paar Tage in die Schweiz und kehrte für das persische Neujahrsfest in den Iran zurück. Wir fuhren mit seiner Majestät in die Klinik von Professor Fellinger und er untersuchte den Schah. Sie gingen in den Untersuchungsraum und dann weiter in einen anderen Raum. Dort stand über der Tür Isotop. Damals war radioaktive Isotopentechnologie eine in der Nuklearmedizin verwendete Strahlung für Diagnosen und zur Behandlung verschiedener Krankheiten, vor allem Krebs. Er war ein sehr berühmter Physiker aus Wien. Jeder VIP und jedes Staatsoberhaupt, das die beste Behandlung wollte, ging zu Dr. Fellinger. Und er nahm auch nicht jeden an. Wir wussten, dass der Schah seine jährlichen Kontrollen bei Fellinger machte. Und wir wussten, dass Dr. Ayadi ihn dorthin brachte. Nach der Revolution und nach dem Tod seiner Majestät ging ich wegen einer kleineren Operation dorthin zurück. Ich traf Professor Fellinger und er drückte seinen großen Kummer über das aus, was dem König widerfahren war. Er erzählte mir, dass er eine Komplikation bemerkt hatte, als der Schah ihn 1968 aufsuchte. Er besprach das nicht mit dem Schah, sondern informierte Dr. Ayadi, dass seine Majestät unter strenger ärztlicher Überwachung bleiben sollte. Was hatte er entdeckt, was den anderen Ärzten damals nicht auffiel? Oder hat Dr. Ayadi das Thema ignoriert? Im Namen der Kaiserin, dem meinen und des iranischen Volkes heiße ich Sie willkommen. Warum ist es wichtig, wenn der Schah krank wurde? Durch seinen Tod brach die Strategie der US-Außenpolitik im Nahen Osten zusammen.
Der Iran ist dank der großartigen Führung des Schahs eine Insel der Stabilität in einer der problemreichsten Regionen der Welt. Er beschloss, seine Krankheit als Staatsgeheimnis zu behandeln. Er hielt sie vor seiner Frau geheim, 6 Jahre lang. Er hat es seiner Zwillingsschwester nicht gesagt, Prinzessin Ashraf, und er hat sicher nichts den USA mitgeteilt. Irgendwann hat er sogar amerikanische Ärzte in die Irre geführt, die seine Mutter untersuchten und nach der medizinischen Vorgeschichte der Familie fragten. Er war der Meinung, dass die Iraner ihn nicht so wie vorher unterstützen würden, wenn sie von seiner Krankheit erfahren. Das Interessante, wenn man die Psychologie von Alpha-Persönlichkeiten verstehen will, ist, dass es immer Menschen gibt, die sich auf eine Art gegen sie verschwören. Es gibt keine Anführer ohne Leute, die seine Führungsposition haben wollen. Und wenn sie anfangen, Schwächen zu spüren, wenn sie merken, dass Dinge schiefgehen und sie die Kontrolle verlieren, Kontrolle ist ein ganz wichtiger Punkt bei Alpha-Persönlichkeiten. Der Mann wurde kränker und kränker. Ich hatte eine Abmachung mit meinem geliebten Schah. Wir sollten uns niemals gegenseitig anlügen. Ich fragte ihn, warum hast du mir nie etwas gesagt? Die Antwort war, wenn ich es dir gesagt hätte, wärst du an die Öffentlichkeit gegangen. Und ich sagte, ja, das wäre ich. Deine Leute müssen wissen, was los ist. Sie hätten Mitgefühl für dich. Sie würden um dich weinen. In diesen Tagen beobachtete ich einige Symptome, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Die Kaiserin erinnert sich, dass der Schah überraschend entschied, sie und ihren älteren Sohn, den Kronprinzen, einzubeziehen. Genauer gesagt bei einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten und dem Chef der Streitkräfte. Sie erwähnt einen Besuch des französischen Präsidenten 1975, der vom schnellen Wachstum des Iran überrascht war. Der Schah sagte nur, mein Problem ist, dass ich nicht genug Zeit habe. Seit seiner Krankheit änderten sich die Dinge. Was wir gesehen haben, das war unfassbar. Die Inhaftierung einiger der ihm gegenüber loyalsten Menschen. Solange Alam am Leben war, konnten sie nicht viel tun. Aber nachdem er starb und der Schah alleine war, stieg der Einfluss der Kaiserin enorm. Am 14. April 78, weniger als ein Jahr vor der iranischen Revolution, starb Assadullah Alam, der wichtigste Mann des Schahs, vertrauter Berater und Freund. Die Todesursache, ironischerweise, Blutkrebs. Alams Tod, vor allem die Tatsache, dass er dieselbe Krankheit hatte, schwächte den Schah, sowohl körperlich als auch seelisch. Im Grunde genommen übernahm die Kaiserin. Sie haben immer geglaubt, dass der Schah sehr verhasst war und die Kaiserin sehr beliebt. Und wenn der Schah geht, könnte sie die Kontrolle übernehmen. Aber sie haben nie Wert auf die Religion gelegt. Mit der Unterstützung eines kleinen, zweifelhaften Komitees, das ein paar Jahre zuvor gegründet worden war, um die Kaiserin zu beraten, wurde Farah der Weg geebnet, wichtige nationale Entscheidungen zu treffen. Sie haben alle Kommunisten, alle Gefangenen freigelassen und steckten ihre eigenen Leute ins Gefängnis. Das war Farahs Sache. Ich sagte, wenn ihr denkt, dass diese Lady oder euer Sohn euren Platz einnehmen können, es tut mir leid, das zu sagen, ihr irrt euch. Wenn ihr geht, wird alles zusammenbrechen. Es wird wahrscheinlich Blut auf den Straßen fließen. Wenn ihr geht, werden die Menschen, die euch mit ihrem Herzen und ihrer Loyalität gedient haben, diejenigen sein, die nichts Gutes über euch sagen. Ich glaube, das meiste davon war die Kaiserin und das Hauptgefolge. Ich glaube wirklich, dass diese Entscheidungen dem Schah aufgezwungen wurden. Er war nicht derjenige, der die Initiative ergriffen hat. Verraten von Freunden und von Verbündeten im Stich gelassen, stand der Schah mit seinem Land am Rande des Zusammenbruchs.
Als sich der Schah am Wochenende mit seiner neuen Zivilregierung traf, war ihm bewusst, dass die USA ihre subtile Entscheidung getroffen hatten. Es war keine öffentliche Bloßstellung und forderte auch nicht seine Abdankung. Der US-Botschafter Salomon wurde einfach angewiesen, dass das nächste Mal, wenn der Schah um Rat fragt, ob er Urlaub nehmen soll oder nicht, der Rat lauten sollte: Auf jeden Fall ja. Dies geschah in dem vollen Bewusstsein, dass der Schah, wenn er abreist, vielleicht nie wieder zurückkommt. Einen Monat vor unserer endgültigen Abreise informierte mich der Schah, dass er beabsichtigte, in die Vereinigten Staaten zu gehen. Er sagte: Ich will ins Weiße Haus. Ich will den Nationalen Sicherheitsrat treffen. Ich will mit dem Senat und dem Kongress sprechen. Ich will herausfinden, was sie von uns wollen. Was haben wir falsch gemacht? Was wollt ihr, dass wir für euch tun? Sagt es uns, damit wir das Ganze beenden können. Zeigt uns einen Ausweg. Ansonsten fällt der gesamte Mittlere Osten zusammen, wenn der Iran verschwindet. Kritisiert uns einfach direkt oder macht uns Vorschläge, was wir tun sollen. Amerika war tatsächlich froh, als der Schah entschied, das Land zu verlassen und seine Herrschaft aufzugeben. Mr. Sullivan besuchte uns und sagte, Präsident Carter hätte gefragt, ob seine Majestät auf dem Weg in die USA vorbeikommen könnte. Das heißt also, wir sind auf dem Weg in die Vereinigten Staaten, ja? Er sagte, ihr solltet auf dem Weg in die USA in Aswan in Ägypten vorbeikommen, um dort den früheren Präsidenten Ford und Präsident Sadat zu treffen. Für ein 2-Tage-Treffen mit Blick auf die Verhandlungen in Camp David. Als er Teheran verließ, um in die Vereinigten Staaten zu gehen, war dort schon eine Wohnanlage für ihn arrangiert. Er hätte nicht auf den amerikanischen oder britischen Botschafter hören sollen. Am 16. Januar 1979 verließ der kranke König mit seiner Familie den Iran. Er traute seinem Piloten nicht und flog die 707 der Königsfamilie selbst nach Aswan und traf dort seinen alten Freund, Präsident Anwar Sadat. Er erhielt einen königlichen Empfang mit 21 Salutschüssen. Doch der Schah war in düsterer Stimmung. Es war ein schrecklicher Tag für ihn, der Beginn eines Lebens im Exil. Der Schah blieb im Land, in einer großen Hotelsuite auf einer Insel mitten im Nil. Im Iran gingen Millionen Menschen auf die Straße. Sie bejubelten seine Abreise und feierten Khomeinis ruhmreiche Rückkehr. Es ist nicht bekannt, wie lange der Schah in Ägypten bleiben oder wann er in den USA ankommen wird. Heute früh sind 3 seiner Kinder mit seiner Schwiegermutter in Texas angekommen, bei Lubbock, um den Sohn des Schahs zu treffen. Es wird angenommen, dass der Schah und seine Familie vorübergehend in Palm Springs in Kalifornien Zuflucht finden. Bei Verleger Walter Annenberg, wo sich die Schwester des Schahs und seine Mutter aufhalten. Der Schah hatte seinen Thron verloren, aber die Krise im Iran hatte gerade erst begonnen. Er blieb nur für etwa 5 Tage in Ägypten. Es ist interessant, dass Dr. Flandrin nach Aswan kam, um ein Blutbild von ihm zu machen. Die Krankheit war immer noch ein gut gehütetes Geheimnis. Seine Reisepläne für die USA waren dabei, sich zu ändern. Ich rief den amerikanischen Botschafter in Ägypten an und sagte, es sei so arrangiert worden, dass wir über den Luftwaffenstützpunkt Andrews in die USA einreisen können. An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit sollen wir ankommen? Er sagte, er würde zurückrufen und uns Bescheid geben. Er meldete sich dann am nächsten Tag aus Kairo und sagte, bitte sagen Sie seiner Majestät, dass ich meine Vorgesetzten in den USA kontaktiert habe. Unter den derzeitigen Umständen hält die Verwaltung es nicht für klug, den Schah nach Amerika einreisen zu lassen.
Aus dem Iran herausgelockt wurde dem Schah gesagt, er könne nicht länger in Ägypten bleiben. Seine Anwesenheit dort würde für das Sadat-Regime zu Komplikationen führen, unter arabischen Muslimen. Aber wohin sollte er gehen? Nur wenige Länder waren bereit, den gefallenen Monarchen zu empfangen. König Hassan von Marokko nahm den Schah vorübergehend auf, als Gefallen für die USA. Der zweimonatige Aufenthalt des Schahs in Marokko begann mit einem positiven Nebeneffekt. Er war mit der Königsfamilie wiedervereint. Seine Krankheit wurde immer noch vor den Medien geheim gehalten. Er ging nach Marokko, wo er eine komfortable Unterkunft hatte. Aber am 14. Februar 1979 gab es einen Mob, der es in die amerikanische Botschaft schaffte. Khomeinis Anhänger im Iran befürchteten, dass der Schah an die Macht zurückkehren könnte und stürmten die US-Botschaft. Die Verhandlungen zwischen der Carter-Regierung und iranischen Gemäßigten beruhigten die Lage ein wenig. Aber Präsident Carter wurde zum ersten Mal in Kenntnis gesetzt und wusste nun, dass eine Einreise des Schahs in die USA dem im Iran stationierten US-Personal schaden könnte. Wegen des Ärgers in Teheran waren die marokkanische Regierung und König Hassan sehr beunruhigt. Sie baten den Schah, das Land zu verlassen. Aber wohin sollte er gehen? Niemand wollte ihn nehmen. Sie hatten Angst vor Repressalien. Am Ende waren es Prinzessin Ashraf, seine Zwillingsschwester, Henry Kissinger und David Rockefeller, die intervenierten und sich bei der Regierung der Bahamas für ihn einsetzten. Seine mächtigen Freunde konnten ihm und seiner Entourage auf den Bahamas erst einmal einen sicheren Hafen besorgen. Ein exorbitant teurer Aufenthalt. Der König und die Königin konnten ihren neuen Wohnsitz nicht genießen. Das Quartier war beengt, es gab wenig Privatsphäre. Der Schah schwamm im tropischen Meer und ging am Strand spazieren. Aber seine Gesundheit verschlechterte sich kontinuierlich. Rockefeller-Mitarbeiter Robert Armayo wurde auf die Bahamas geschickt. Von da an war er sein Berater, Betreuer, Sprecher und Stabschef. Der blaue Himmel und das klare Wasser änderten nichts an der Tatsache, dass der Schah krank war. Dr. Flandrin kam auf die Bahamas, um ihn zu untersuchen. Das war das erste Mal, dass die Krankheit schlimmer zu werden schien. Während seiner Zeit auf den Bahamas entwickelte sich offenbar eine Schwellung an einem Lymphknoten im Hals. Und sie machten eine Nadelbiopsie. Die Diagnose: Lymphdrüsenkrebs. Nadelbiopsien sind keine wirklich gute Methode für eine Primärdiagnose. Es gab Streit wegen der Geheimhaltung und dass sie deswegen keine richtige Biopsie machen konnten. Schwer zu glauben, denn Lymphknoten aus dem Hals zu entfernen, ist ein recht einfaches Verfahren. Ich war überrascht, dass der französische Hämatologe den Schah mit einem hämatologischen Problem behandelte, einem bösartigen Problem, ohne eine richtige Diagnose und im Geheimen. Er gab ihm Chemotherapie ohne Gewebeprobe. Das war ein Fehler. Die Krankheit, 1974 noch ein eher gutartiger Krebs, wurde nun immer bösartiger und erforderte immer mehr aktive Behandlung, vorzugsweise in einem Krankenhaus.
Erst dachten sie, er hätte ein lymphoproliferatives Syndrom, dann einen niedriggradigen Lymphdrüsenkrebs, eine Non-Hodgkin-Variante und dann doch Lymphdrüsenkrebs. Seine chronische lymphatische Leukämie hatte sich nun in ein großzelliges Lymphom verwandelt, was eine eher gefährliche Krankheit ist mit viel schwerwiegenderen Folgen. Chronische lymphatische Leukämie ist eine Art von Krebs, die mit bestimmten weißen Blutkörperchen in den Knochenmarkzellen beginnt. Diese Krebszellen reisen aus dem Knochenmark in das Blut. Anhand der Größe der Krebszellen lassen sich Lymphome klassifizieren. Ich hätte eine Nadelbiopsie mit Sicherheit nicht als Grundlage für die Behandlung eines Patienten akzeptiert. Nach ein paar Monaten beschloss die britische Regierung, dass der Schah nicht mehr auf den Bahamas willkommen ist. Er war wie ein Bürger ohne Land. Und nach vielen diplomatischen Manövern durch David Rockefeller und Henry Kissinger, die mexikanische Regierung und den mexikanischen Präsidenten López Portillo hieß es, der Schah soll nach Mexiko kommen. Aber warum Mexiko? Es ist das den USA am nächsten gelegene Ziel. Das war ein guter Ort, denn sie brauchten kein Öl aus dem Iran. Sie verfolgten keine politischen Interessen in der Region, die wirklich wichtig waren. Sie arrangierten eine komfortable Villa im Ferienort Cuernavaca. Ab dann begann er, viele Ärzte zu haben. Mexikanische Ärzte untersuchten ihn. Dr. Flandrin kam, um ihn zu sehen. Ich glaube, es war Mitte Oktober, als mich jemand von der amerikanischen Botschaft anrief. Es gäbe da einen wichtigen Kollegen in Cuernavaca und sie wollten mir den Namen nicht sagen. Sie sagten nur, er sei wichtig und hätte ein Problem mit Gelbsucht und Bauchschmerzen. Das war alles, was man mir sagte. Und die amerikanische Regierung schickte mit Hilfe von David Rockefeller einen anderen Arzt runter, Dr. Benjamin Keane aus New York, ein Internist und ein Facharzt bei tropischen Krankheiten. Aber er dachte, er wäre gerufen worden, um den Schah auf Malaria zu untersuchen. Als David Rockefeller kam und sah, dass der Schah an Gelbsucht erkrankt war und jemand Malaria erwähnt hatte, flog er nach New York zurück und schickte sofort seinen Experten für Tropenmedizin. Dann ging Keane dorthin und stellte fest, dass es sich bei dem, was sie für Malaria hielten, in Wirklichkeit um Blutplättchen handelte, also um ein Element der Blutgerinnung. Wir sind seit den frühen 60ern ein malariafreies Land. Die Königsfamilie saß ihre Zeit in Cuernavaca ab und hoffte auf eine Einladung der USA. Plötzlich bekam der Schah Besuch von einem alten Freund, Richard Nixon. Wenn die Vereinigten Staaten nicht zu ihren Freunden stehen, werden wir am Ende ohne Freunde dastehen. Er hatte eine Verstopfung in der Leber oder in der Galle, wahrscheinlich wegen eines Steins oder eines bösartigen Tumors. Das war das erste Mal, dass es zu einer ernsthaften Meinungsverschiedenheit unter den Ärzten kam. Dr. Keane war Parasitologe. Er war nicht wirklich ein Hämatologe oder Onkologe. Ich habe keine Ahnung, was ein Experte für Tropenmedizin mit jemandem zu tun hat, der unter Gallensteinen leidet. Aber das war die Art, wie die Politiker das Problem behandelten. Die Memoiren der Königin beschreiben die Ankunft von Dr. Keane. Es gab viele Unstimmigkeiten bei der Diagnose, die zu einer Kette schwerer Katastrophen führte. Dr. Keane dagegen stellte den Schah als einen schwierigen und verschlossenen Patienten dar, der sich weigerte, Blutproben abzugeben und der ihm wichtige Informationen über seine Krankheit vorenthielt. Ben hatte jahrelang mit den Rockefellers zusammengearbeitet. Und die Rockefellers waren gute Freunde des Schahs. Und sie flehten ihn an, ihn nach New York zu bringen.
Die mexikanischen Ärzte fühlten sich in der Lage, den Schah in Mexiko zu behandeln. Sie hatten die nötige Ausstattung im Krankenhaus. Wir hatten die beste Privatklinik in Mexiko. Wir hatten die Möglichkeiten, eine Diagnose zu stellen und ihn zu operieren. Dr. Flandrin hatte ursprünglich gedacht, der Schah würde in Mexiko behandelt werden. Er besichtigt das Krankenhaus in Mexiko-Stadt und gibt Armejo einen positiven Bericht. Der antwortet Dr. Flandrin: Für einen Patienten wie ihn ist das nicht genug. Wir brauchen das Beste. Und das geht nur in den USA. Anscheinend dachte Dr. Keen, die medizinischen Einrichtungen in Mexiko wären nicht gut genug. Dr. Keen, der einzige amerikanische Arzt, der den Schah persönlich untersucht hatte, stand in direktem Kontakt mit dem Chefarzt des Außenministeriums, Dr. Eben Dustin. In seinem Buch erinnert sich Dr. Keen an die Ereignisse und hebt 5 Krankheiten hervor, die eine sofortige Behandlung erfordern. Auch der Krebs und die vergrößerte Milz des Schahs werden erwähnt. Auf die Frage, wie viel Zeit dem Schah bleibe, antwortet Dr. Keen: Tage, vielleicht Wochen, aber keine Monate. Auf die Frage, ob er den Schah auch in Mexiko behandeln könne, heißt es: Nicht so einfach und schnell, aber es wäre möglich. Ich war in Washington zu Besuch im Außenministerium und mit Dr. Eben Dustin zum Mittagessen verabredet. Wir sprachen über die Voraussetzungen für eine Operation in Mexiko. Und ich sagte, im ABC Hospital wäre alles bereit. Ihm zufolge war alles bereit, ihn hinzubringen. Und dann auf einmal bekam er einen Anruf und sagte: Habt ihr ein CT in Mexiko? Ich sagte: Nein, haben wir nicht. Aber wir brauchen keinen. Wir machen die Diagnose ganz normal mit Ultraschall. Das machen wir immer so bei Gallenstein. Und dann ging er zurück ans Telefon und das war's. Ich habe keine Ahnung, ob der Schah je selbst eine Entscheidung getroffen hat. Er vertraute auf Dr. Keen. Als das passierte, hatte ich gerade 2 Operationen gemacht. Ich hatte 2 amerikanische Botschafter operiert. Also wussten sie, dass ich ein zertifizierter Chirurg bin. Mir wurde zugetraut, amerikanische Botschafter in Mexiko zu operieren. Welchen Vertrauensbeweis brauchten sie noch? Ich hatte das Gefühl, und auch Henry Kissinger und andere, die mit der Sache zu tun hatten, wir arbeiteten zusammen. Wir hatten das Gefühl, dass man ihn zumindest einladen sollte, in den Vereinigten Staaten Zuflucht zu finden. Und was ist mit den Rockefellers? Was hatten sie mit den Angelegenheiten des Schahs zu tun? Die Chase Manhattan Bank, die im Besitz der Rockefellers war und in deren Vorstand Henry Kissinger saß, war die Bank der iranischen Regierung. Die wichtigsten Konten der iranischen Zentralbank und der Nationalen Ölgesellschaft wurden bei Chase geführt. Präsident Carter war sehr zurückhaltend, den Schah aufzunehmen, weil er wusste, was alles passieren konnte. Er wurde von seinen eigenen Leuten gewarnt. Aber auch wenn er nicht ganz überzeugt war, dachte er, wenn sich alle anderen dafür einsetzen, ist es vielleicht das Beste, was man tun kann. Vielleicht erkenne ich in dieser Situation etwas nicht. Und ich werde nicht immer gegen meine Top-Berater durchhalten, die mir alle raten, das Gegenteil zu tun. Aber dann war er gezwungen. Sie sagten ihm, er könne nicht einen Freund aufgeben. Wir haben ihn aufgepäppelt. Er ist krank. In Mexiko können die nichts. Welche Macht könnte einen amtierenden US-Präsidenten beeinflussen, gegen sein eigenes Urteilsvermögen zu handeln? Einer der Punkte, der meiner Meinung nach nicht sehr bekannt ist und den ich auch erst später begriffen habe, ist, dass die Botschaft schon 3-mal überfallen worden war, bevor die so berühmt gewordenen Geiseln genommen und festgehalten wurden. Wir haben hier einen sehr schweren Angriff von 2 oder 3 Seiten des Geländes. Eine Gruppe von bewaffneten Männern kam hier rein und schoss auf mein Haus und besetzte es, schoss auf die Botschaft und die Kanzlei. Wir haben mit dem Sicherheitsausschuss der Khomeini-Gruppe telefoniert. Sie schickten eine Gruppe von Leuten hierher, gerade noch rechtzeitig.
weil wir das Erdgeschoss verlassen hatten und alle im oberen Stockwerk waren, als diese Männer kamen, diese Freiheitskämpfer. Sie haben offenbar die anderen vertrieben und uns gerettet. Ich habe nicht realisiert, dass das wirklich passiert ist. Ich glaube, viele Amerikaner haben das nicht. Carter war sehr besorgt um das Botschaftspersonal. Die Behandlung verzögerte sich. Nach 7 Monaten in Mexiko wurde der Schah an die Vereinigten Staaten ausgeflogen, ins New York Hospital. Die Carter-Regierung hat etwas Humanitäres getan und ließ ihn rein. Und dann begann der ganze Ärger. Dem Schah wurde die Einreise in die USA gewährt, weil es in Mexiko an Ärzten und der notwendigen Ausrüstung fehlte, um die Operation durchzuführen. Er kam im New York Hospital an. Dort wurde eine CT-Untersuchung durchgeführt und ein Ultraschall. Und es wurde festgestellt, dass er einen Stein im Hauptgallengang hatte. Die Gallenblase, ein kleines birnenförmiges Organ, enthält die Verdauungsflüssigkeit Galle. Gehärtete Ablagerungen in der Gallenblase sind Gallensteine, die den Gallengang blockieren können. Diese Verstopfung kann zu verschiedenen Komplikationen führen. Die häufigste ist die Gelbsucht. Dr. Keen wollte, dass der Schah den berühmtesten Chirurg für Gallenblasenprobleme der USA bekommt. Dr. Frank Glenn sollte die Operation durchführen. Aber natürlich tat er das nicht. Sie schickten jemand anderen. Es war eigentlich sein Auszubildender und Student. Dr. Glenn war mein Mentor, mein Lehrer. Er war pensioniert. Die Operation wurde tatsächlich von Dr. Bjorn Thorbjornason durchgeführt. Ich war in meinem Büro auf der anderen Straßenseite vom New York Hospital und bekam einen Anruf von Dr. Hibbert Williams. Er sagte mir, er habe einen Patienten mit Gallenstein und fragte mich, ob er mich zu Rate ziehen könne. Ich ging rüber zum Krankenhaus, um ihn zu sehen. Er sagte mir, der Patient sei der Schah von Iran, der ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Am Tag zuvor unter einem Decknamen. Armayo war über den Staatssekretär verärgert, weil er dem Schah die Einreise in die USA verweigert hatte. Er ließ den kranken König unter seinem eigenen Namen David Newsom einliefern. Ich ging in den Raum, der Schah richtete sich auf und schüttelte meine Hand und sagte mir, er sei froh, dass ich mich um ihn kümmere. Andere Ärzte hätten ihn falsch behandelt. Woher er diese Information hatte, keine Ahnung. Der Patient wurde nicht darüber informiert, wer ihn operieren sollte. Was mich wirklich wahnsinnig gemacht hat, war, dass dieser Ben Keen, und ich weiß wirklich nicht, was er vorhatte, dass er mich nie im Voraus darüber informierte, was hier vor sich ging. Der Onkologe, der im New York Hospital engagiert wurde, wusste offenbar nicht einmal, dass der Schah operiert werden musste. Wir besprachen den Fall und was wir tun sollten. Und ich sah mir einige Aufnahmen an und stellte fest, dass er eine sehr große Milz hatte. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Aber die anderen sagten alle, wir müssen uns erstmal um die Gallenblase kümmern. Da war also eine Milz, von der ich nicht wusste, was drin ist. Und ich musste wissen, was mit der Milz ist, weil ich wusste, dass er ein Lymphom am Hals hatte. Wenn er auch eins in seiner Milz hätte, ein großzelliges Lymphom, also eine hochgradige Krankheit, keine niedriggradige, dann hätte ich ihn nicht bestrahlt. Ich hätte ihm eine Chemotherapie gegeben. Die Operation war am nächsten Morgen. Die Verwaltung machte für mich einen frühen Termin klar. 8 Uhr, glaube ich. Ich fuhr also am nächsten Morgen hin, um mich mit den Leuten zu treffen und zu sagen, wir müssen die Milz rausnehmen. Ich tauche da auf und mir wird gesagt, dass er im Operationssaal ist.
Und ich rannte zum OP-Saal hoch und klopfte an die Tür. Er steckte den Kopf durch die Tür des Operationssaals und sagte, warum entfernen Sie nicht die Milz? Ich war wütend. Hätte man mir gesagt, dass sie ihn operieren würden, wäre ich dann nicht um 8 Uhr morgens aufgetaucht, sondern um 5 Uhr morgens. Ich hätte gesagt, hey Leute, lasst uns die Milz rausnehmen. Der Chirurg wollte nicht die Milz entfernen. Er sagte, wenn du die Milz rausnehmen willst, bist du ein mutigerer Mann als ich. Ich hatte einen Notfall und keine Erlaubnis des Schahs, die Milz rauszunehmen. Ich hatte mit ihm nie über die Notwendigkeit gesprochen, die Milz zu entfernen. Endlich wurde die lang ersehnte Operation durchgeführt. Im New York Hospital, wo laut Armayu und Keane immer das Beste getan wurde. Die Operation verlief gut. Wir entfernten die Gallenblase, die Steine vom unteren Ende. Alles ohne Probleme, entfernten alle anderen Steine. Ein T-Schlauch war in den Gallengang eingeführt worden. Der Unterleib wurde wieder geschlossen, ohne die Milz entfernt zu haben. Der Schah fragte mich immer wieder, nachdem er aufgewacht war, wie sicher ich sei, dass keine Steine mehr in der Galle seien. Ich sagte ihm, dass ich nicht glaube, dass es noch welche gäbe. Natürlich war noch ein Gallenstein drin. Die routinemäßige Operation von einem Auszubildenden durchgeführt, endete mit Komplikationen. Der Schah ging in den Operationssaal, weil er eine Verstopfung der Gallenwege hatte. Er hatte Gelbsucht. Nach der Operation war die Gelbsucht immer noch da. Die Gallenblase war weg. Aber die Steine, die den Kanal blockiert hatten, waren noch da. Ich war ein wenig beunruhigt wegen der Tatsache, dass ein Stein nicht rausgekommen war. Als identifizierbarer Stein. Aber auf den Röntgenbildern konnte man den Stein nicht sehen, also konnten wir nichts weiter tun. Er hat falsch operiert. Richtig wäre gewesen, die Gallenblase zu entfernen, den Gallengang zu öffnen und eine Gallenuntersuchung zu machen. Das heißt, im OP-Saal zu röntgen. Röntgenaufnahmen in einem Operationssaal haben nie die beste Qualität. Sie werden mit einer tragbaren Maschine durchgeführt. Es fehlt die Feinabstimmung wie bei einer normalen Röntgenaufnahme. Das New York Hospital, eines der besten Krankenhäuser der USA. Und die Ausrüstung soll nicht gut genug sein, um eine operative Gallenuntersuchung vorzunehmen? Das ist doch Quatsch. Sie holten also einen Spezialisten aus British Columbia. Dr. Burheen aus Vancouver. Der sollte den Stein durch den Schlauch entfernen. Was er auch geschafft hat. Wie die Königin sagte, er bekam die schlechtestmögliche Behandlung. Am 3. November gab es eine medizinische Pressekonferenz in New York zum Gesundheitszustand des Schahs. Das Hauptthema war Krebs. Seine kaiserliche Majestät Schah Mohammed Reza Pahlavi wurde am 22. Oktober im New York Hospital aufgenommen. Mit der Diagnose eines Lymphoms, weshalb er ungefähr 6 Tage lang behandelt wurde. Von einem Team renommierter französischer Ärzte. Das medizinische Geheimnis des Schahs, das er so sehr gehütet hatte, sogar vor seinen eigenen Leuten, wurde nun weltweit bekannt. Was sie interessiert hat, waren nicht die Gallensteine, sondern natürlich das Lymphom. Ich gehe also zu dieser Pressekonferenz, ohne zu wissen, ob er eine Krankheit im 1. oder im 3. Stadium hat. Und ich bin in einer Zwickmühle. Will nicht zu viele Informationen preisgeben. Wenn man zu viel sagt, er will ja vielleicht eines Tages zurück in den Iran und so weiter. Okay, wir wissen, dass es in den Lymphknoten in seinem Hals und in seiner Milz ist. Und die meisten Chemotherapeuten auf der ganzen Welt würden annehmen, dass dies ein relativ weit verbreitetes Lymphom ist. Aber ich sagte bei der Pressekonferenz, wenn man eine Chemotherapie braucht, würde jede gute Praxis empfehlen, dass man in der
Nähe seiner Ärzte bleibt. Und dann fragte jemand, wie lange die Therapie dauern würde. Und ich sagte, ich treffe keine politischen Entscheidungen, aber wenn ich eine medizinische Entscheidung treffen müsste, sollte er in den USA bleiben, damit er in den nächsten 6 Monaten unter meiner Obhut steht. Oder 1,5 Jahre? Oder vielleicht 1,5 Jahre. Am nächsten Tag, als bekannt wurde, dass der Schah 6 Monate oder länger in den USA bleiben würde, stürmten iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran und hielten amerikanische Bürger und Diplomaten gefangen. Die Botschaft in Teheran liegt heute in den Händen muslimischer Studenten. Mir wurde zugesichert, dass sie gut behandelt werden. Das Problem ist, dass niemand weiß, wer hinter dem Sturm auf die Botschaft steht. Ich wurde von einem Witzbold beschuldigt, ich sei verantwortlich für die Besetzung der amerikanischen Botschaft. Als sie hörten, dass ich 6 Monate gesagt hatte, dachten sie an 6 Monate Verschwörung. Die USA würden den Schah unter ihre Kontrolle bringen. Also stürmten sie die Botschaft. Warum also hat Carter dem Schah die Einreise erlaubt, wenn er wusste, was im Iran passieren könnte? Es gibt ein Interview bei Meet the Press, in dem er sagt, dass er sich vor der Einreise des Schahs von der iranischen Regierung versichern ließ, dass sie eingreifen würde, weil er schon ahnte, dass die Botschaft gestürmt werden würde. Das war mir gar nicht klar, bis ich mich näher damit befasste. Er dachte also, nun, das wird sicher wieder passieren, aber können Sie mir dann garantieren, dass meine Amerikaner sicher sind? Sie sagten auch zu, dass sie eingreifen würden, aber dann taten sie es zum ersten Mal in der Geschichte nicht. Sie sind nun Zeugen, dass unsere jungen Leute den amerikanischen Korruptionssumpf trockengelegt und alle Amerikaner, die dort waren, gefangen genommen haben. Und Amerika kann nichts dagegen tun. Die Geiselnahme gab Präsident Carter die Rechtfertigung, das OFAC-Notstandsgesetz anzuwenden. Vermögenswerte wurden eingefroren und Sanktionen gegen die iranische Regierung verhängt, die heute noch bestehen. Die Sanktionen haben nichts bewirkt, sondern die Geiselnehmer nur noch mehr verärgert, obwohl es zu diesem Zeitpunkt gut für sie lief. Wir haben keine Angst vor wirtschaftlichen Sanktionen. Wir haben keine Angst vor einer militärischen Invasion. Was uns besorgt, ist kulturelle Abhängigkeit. Die Iraner stellten ihre Bedingungen für die Freilassung der Geiseln. Sie wollten eine Entschuldigung der USA, sich in ihre inneren Angelegenheiten eingemischt zu haben. Eine Zusicherung, dass so etwas nie mehr passiert. Und sie wollten den Schah vor Gericht stellen. Das sind die 4 Bedingungen. Die Freigabe der iranischen Vermögenswerte, die Löschung von Forderungen der USA gegenüber dem Iran, die Rückgabe des Reichtums des Schahs und das Versprechen, sich nicht in innere Angelegenheiten einzumischen. Mit der Maßgabe, dass alle 4 Bedingungen erfüllt werden müssen. Das heißt, erfüllt und nicht nur akzeptiert. Aber die iranischen Vermögenswerte waren überall hin verteilt. Die Notenbank hatte einen großen Brocken. 1,3 Milliarden Dollar in Wertpapieren und eine weitere Milliarde in Gold. Dies war am einfachsten zurückzugeben, weil es unter staatlicher Kontrolle war. Das US-Finanzministerium hatte 400 Millionen Dollar in Form von Einlagen für Militärausrüstung, die vom Schah bezahlt, aber nie geliefert worden war. Diese Summe ist die Quelle umstrittener Zahlungen der Obama-Regierung an die islamische Regierung des Iran. Banken hatten auch eine Menge iranischer Gelder im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar. Das meiste davon wurde sofort genommen, um Kredite an den Schah auszugleichen, die nicht zurückgezahlt worden waren. Ausländische Zweigstellen amerikanischer Banken hatten den größten Betrag im Wert von 4 Milliarden Dollar. Der höchste davon lag bei Chase Manhattan in London. Die Verwendung dieses Geldes war besonders umstritten, weil die europäischen Bankengesetze das Einfrieren von Vermögenswerten zum Ausgleich von Geschäftsverlusten nicht zuließen. Außerdem hatten US-Konzerne iranische Gelder im Wert von 500 Millionen Dollar eingefroren, auf die der Iran nie Zugriff hatte. Die ausstehenden Forderungen gegenüber den eingefrorenen Vermögenswerten beliefen sich auf fast 10 Milliarden Dollar, heute etwa 50 Milliarden. Aber niemand wusste das mit Sicherheit. Der Reichtum des Schahs war der zweite Teil des finanziellen Deals, um die Geiseln freizubekommen. Die islamische Regierung wollte auch dieses Geld. Schätzungen zufolge handelte es sich um mehrere Milliarden Dollar. Da sich nur etwa ein Zehntel davon physisch in diesem Land befand, hatten die USA rechtlich gesehen keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen.
Die finanziellen Aspekte des Geiseldramas wurden nie öffentlich diskutiert. Es gab mindestens 275 Gerichtsverfahren, um an das iranische Geld zu kommen. Die damalige US-Regierung war davon überzeugt, dass der Schah das Land verlassen musste. Und ich glaube, der Schah selbst hielt das auch für richtig, um die Geiseln nicht in Gefahr zu bringen. Sie sagten ihm, Sie sind hier nicht mehr willkommen, Ihr Visum ist abgelaufen. Sie fing an, nach einem anderen Ort für ihn zu suchen. Und wieder kam es zu einer Verzögerung seiner Behandlung. Der Schah dachte, er könnte zurück nach Mexiko gehen. Die Mexikaner sagten zu Präsident López Portillo, wenn wir nicht gut genug sind, ihn zu behandeln, sind wir auch nicht gut genug, ihn zu beschützen. Die Gefahr, die von der Anwesenheit des Schahs ausging, war so groß, dass Präsident Carter seinen Stabschef Hamilton Jordan bat, nach Ländern zu suchen, die den Schah aufnehmen könnten. Sie begannen Verhandlungen mit Panama. Aber gleichzeitig beschlossen sie, dass sie zu einem Luftwaffenstützpunkt nach Texas gehen sollten, wo er und die Königin ihr Quartier einrichten könnten. Die Verlegung von New York nach Lackland fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die beengten Verhältnisse im psychiatrischen Flügel des Militärstützpunktes führten zu einer lautstarken Beschwerde der Königin. Ironischerweise hatten die schlechte Behandlung und die Fehldiagnose sie bis zu diesem Zeitpunkt und auch danach nicht derart verärgert. Inzwischen wurde die Milz immer größer, das Blutbild wurde schlechter und es war offensichtlich, dass seine Milz entfernt werden musste. Das Hauptanliegen war, den Schah aus den USA rauszubekommen. Sie wollten nicht, dass die Iraner alle 24 Stunden einen Amerikaner töten. Die Vereinbarungen waren getroffen, um ihn und seine Gefolgschaft nach Panama auszufliegen. Und so wurde er auf die Insel Contadora geflogen. Der Schah wurde ins Land gelassen, mit der Begründung, sein Besuch sei medizinisch und für humanitäre Zwecke. Nach der Gefangennahme der amerikanischen Geiseln war er in den USA nicht mehr erwünscht. Der gefallene Monarch kam in Panama-Stadt an. Er wurde mit einem Helikopter zum Pacific Resort der Insel Contadora gebracht, 35 Meilen südwestlich der Hauptstadt. Der König und die Königin fanden im Ferienhaus des ehemaligen US-Botschafters in Panama einen angenehmen Zufluchtsort. Er bekam Zuflucht in Panama, weil die Amerikaner keinen Ort fanden, an den sie ihn hätten schicken können. Damals hatten Carter und Torrijos den Kanalvertrag unterschrieben und Torrijos war der Meinung, dass er Carter einen Gefallen schuldete. Also nahm er den Schah in Panama auf. Diplomaten spekulieren, dass Washington plant, den Schah hier in Panama zu lassen, bis die Geiselfrage geklärt ist. Wir wurden von Dr. Carlos Garcia informiert, dass der Schah sich einer Operation unterziehen würde. Weil Dr. Garcia und Dr. Adán Ríos bei ihm sehr niedrige Blutwerte festgestellt hatten. Und dass ihm die Milz entfernt werden musste, weil sie seine Blutzellen zerstörte. Dr. Keane kam dorthin und dachte, dass er in einer Klinik behandelt werden würde im Gorgas-Krankenhaus, das in der Panama-Kanalzone lag und von den Amerikanern verwaltet wurde. Die Panama fanden, dass er in einem ihrer Krankenhäuser genauso gut behandelt werden könnte. Also riefen sie am nächsten Morgen den Direktor des Armeekrankenhauses von Gorgas an und baten um die Verlegung des Schahs. Natürlich wurde das abgelehnt, weil die US-Regierung den Schah nicht in der Nähe einer amerikanischen Einrichtung oder eines amerikanischen Arztes oder irgendetwas, wo USA drauf stand, haben wollte, um die Geiseln in Teheran zu schützen. Wir waren so schockiert über die Geiselnahme, dass ich sogar freiwillig angeboten habe, das New York Hospital zu verlassen, wo ich in Behandlung war, um dieses Problem endlich zu lösen.
In Panama wollten sie die Operation durchführen. Der Arzt wollte das machen. Sie baten, lasst uns das machen. Aber Ashraf, seine Schwester, sagte, nein, ich will, dass ein amerikanischer Arzt das macht. Wir hatten uns darauf vorbereitet, die Operation an einem Sonntagmorgen in aller Frühe durchzuführen. Außerdem hatten wir über die US-Botschaft und die Armee ausgehandelt, dass ein Blutseparator nach Panama geschickt wird. Damals war das ein ganz neues Gerät, das von Dr. Jean Hester, einer Hämatologin in Houston, entwickelt worden war. Und wir hatten 10 US-Soldaten mit seiner Blutgruppe für frisches Blut. Das Ziel war die Verarbeitung großer Mengen normalen Spenderbluts, um genügend Granulozyten zu sammeln, eine Ersatztherapie bei Leukämiepatienten und eine Technik, die Dr. Hester seit den frühen 70er Jahren mitentwickelt hatte. Alles schien sehr gut zu laufen, als wir plötzlich einen Artikel aus New York erhielten, in dem Dr. Keen erklärte, dass der Schah an diesem Wochenende für eine Milzentfernung in einem panamaischen Krankenhaus zugelassen werden würde. Und dann erklärte Dr. DeBakey gegenüber der Presse, dass er kommen würde, weil niemand in Panama wüsste, wie man sich um eine Milz kümmert. Dr. Keen entschied, dass Dr. DeBakey der Chirurg sein sollte und nicht der panamaische Chirurg. Aber Dr. DeBakey war kein Milzchirurg. Er war ein sehr bekannter und verdientermaßen anerkannter Herz- und Gefäßchirurg, weltberühmt. Sie schauten nur auf den Namen. Es ging ihnen nur um das Prestige. Es ging ihnen nur um das, weißt du was, meine Gallenblase wurde von DeBakey herausgenommen. Typisch Ben Keen. Ich nehme den größten Namen, den ich kriegen kann. Das ist schlicht und einfach Ben Keen. Ich sagte, um Himmels Willen, warum haben Sie ihn ausgewählt? Er ist nicht der richtige Mann für dieses Verfahren. Aber ich wusste, dass ihm niemand sagen würde, wissen Sie was, Dr. DeBakey, bitte gehen Sie. Das ist nicht Ihr Job. Wenn Sie in so einer Position sind, warum akzeptieren Sie dann, in ein anderes Land zu gehen? Es ist keine gute Idee, eine Operation durchzuführen, die man seit 30 oder 40 Jahren nicht mehr gemacht hat. Er war ein großer Fachmann für Unterleibschirurgie in den 40er Jahren. Und in den 60ern wurde er dann zu einem Top-Chirurg für Herz-Kreislauf. Nun, ein guter Herzchirurg kann Unterleibschirurgie betreiben, aber warum nicht jemanden nehmen, der ständig Milzen entfernt? Dr. Keen sagt in seinem Buch, dass er einen Geistesblitz hatte und Dr. DeBakey anrief, weil der viele berühmte Leute operiert hatte und der Schah einen prominenten Chirurgen verdiente. Dr. DeBakey hatte den Eindruck, dass er von Ben Keen angeheuert worden war und wahrscheinlich auch von Rockefeller, nach Panama zu kommen, um die Operation durchzuführen. Er ist ein so berühmter Mann, dass er dachte, dass ihm alle Türen offen stünden. Aber es lief nicht so, wie die US-Botschaft und die Regierung es geplant hatten, weil er in Panama nicht praktizieren darf. Er ist kein Panama. Aber unsere Regierung hat eine Sonderregelung erlassen, die besagt, dass er als Beobachter arbeiten darf und als Berater für unser Team. Und mit diesen ganzen Nebengeräuschen kam Dr. DeBakey nach Panama. Ich bin hier, um den Schah zu operieren. Wie würden Sie sich als panamaischer Chirurg da fühlen? Wir hatten Dr. Keen gesagt, er sei willkommen, sich unserem Team anzuschließen. Was dann passierte war, er stieg aus dem Flugzeug mit seinem Team. Da war eine gewisse Arroganz zu spüren. Ich glaube, sie fühlten sich im Stich gelassen. Kein Chirurg mit Selbstachtung würde sich selbst erlauben, jemanden aus einem anderen Land kommen zu lassen, der die Operation für ihn macht. Wenn Sie in der Verantwortung stehen, dann kann es nur einen Chef, einen Kapitän auf dem Schiff geben. Dr. Keen war wütend und sagte, Dr. Garcia de Paredes, Dr. DeBakey reist um die ganze Welt und operiert die Leute. Und ich sagte, hören Sie, wir sind hier nicht in Afghanistan. In einem fremden Land, weit entfernt von seinem Thron, hatte die Unentschlossenheit des Königs wieder einmal ein Vakuum geschaffen, in dem andere über seine Angelegenheiten entscheiden mussten.
Es ging hin und her zwischen Dr. Flandrin, DeBakey, Keane, den panamaischen Chirurgen. Wo würde die Operation stattfinden und wer würde sie durchführen? In der Zwischenzeit verschlechterte sich der Zustand der Milz immer mehr. Dr. Keane sagte dem Schah, dass er die Operation in Panama nicht wollte, weil er den panamaischen Chirurgen nicht vertraute. Und er hatte Angst, dass die Iraner General Torrijos bezahlen würden, damit wir ihn während der Operation töten. Und General Torrijos hatte uns gesagt, wenn der Schah stirbt, werdet ihr alle ins Gefängnis gehen. Und Ben Keane war da und manipulierte, wo er nur konnte. Was die Einrichtungen angeht, die ich dort gesehen habe, habe ich empfohlen, dort nicht zu operieren, weil dies das Risiko erhöhen würde. Dr. DeBakey guckte sich nicht einmal unsere Operationssäle an oder irgendeine Einrichtung des Krankenhauses. Er kam einfach und wir trafen uns in der Bibliothek. Das war das einzige Mal, dass er in unserem Krankenhaus war. Wie kann er all diese Dinge sagen? Er hat nicht einmal unsere Aufwachräume gesehen oder irgendwas. Inzwischen hatte die iranische Regierung entschieden, einen Anwalt aus Frankreich nach Panama City kommen zu lassen, um die Auslieferung zu veranlassen oder die Verhaftung des Schahs. Ich glaube, dass die Republik Panama versucht, zu einer friedlichen Lösung der ganzen Krise beizutragen. Und einer von General Torrijos sehr, sehr wichtigen Beratern und Assistenten ging nach Teheran. Zusätzlich zu seiner Krankheit hatte der Schah nun einen Auslieferungsantrag und möglicherweise ein Erschießungskommando im Iran am Hals. Als ich den panamaischen Anwalt befragte, Juan Materno Vázquez, der Richter am obersten Gerichtshof war, sagte der mir, wissen Sie, wir hatten vereinbart, dass der Schah unter Hausarrest gestellt wird, um den Prozess um die Geiseln zu führen. Er muss sofort in die Schweizer Botschaft überführt werden. Nach Abschluss des Prozesses wird er wieder freigelassen. Am Samstag kamen die beiden Anwälte der iranischen Regierung in Panama an. Sie wollten unseren Gerichten die Akte für die Auslieferung am Montag vorlegen. Und am Sonntag reiste er ab. Einen Tag davor. Königin Farah rief ihre Freundin in Ägypten an, die Frau von Sadat, und sie sagte, kommt nach Ägypten. Erleichtert darüber, Panama und Torrijos zu verlassen, lehnte der Schah Sadats Angebot ab, das Präsidentenflugzeug zu benutzen. Für seine Reise nach Ägypten folgte er dem Rat der Amerikaner und charterte einen Evergreen Jet, ein ehemaliges CIA-Flugzeug. Sobald die Maschine die Rollbahn verlassen hatte, versuchten Hamilton Jordan und die Carter-Regierung ein letztes Mal, über den französischen Anwalt Bourget die Freilassung der Geiseln auszuhandeln und den Schah auszuliefern. Khomeini hatte deutlich gemacht, dass er nicht wolle, dass der Schah Ägypten erreicht. Als letztes Zeichen der Beschwichtigung erzwangen die Amerikaner eine außerplanmäßige Landung des Schah-Flugzeugs auf einer kleinen Azoreninsel im Atlantik, angeblich um aufzutanken. Hamilton Jordan und sein Amtskollege Kobzadeh diskutierten weiter über das Schicksal des Schahs. Alles war für ein neues Auslieferungsverfahren vorbereitet, aber in letzter Minute informierte Kobzadeh Jordan, dass der Deal nicht genehmigt werde. Die Verhandlungen waren gescheitert. Nach einer 6-stündigen Verzögerung wurde dem kranken, fiebrigen König erlaubt, weiterzufliegen, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, die er gerade überstanden hatte, und hilflos, das zu verhindern, was kommen würde. Wird der Schah in Ägypten bleiben? Wir werden genug Zeit haben. Ja, es ist ein ständiger Aufenthalt. Wir werden nach der Operation noch genügend Zeit haben zu sprechen, meine Damen und Herren.
Werden Sie dauerhaft hier bleiben, Sir? Ja. Präsident Sadat und seine Frau waren dort, um den Schah und die Königin zu begrüßen. Sie waren sehr erstaunt, wie ausgelaugt und dünn der Schah aussah. Der Schah konnte nirgendwo anders hin. So oder so würde Ägypten seine letzte Station sein. Dr. DeBakey kam 3 Tage später, bereit für die Operation, und die Milzentfernung wurde geplant und durchgeführt. Sie dauerte etwa 80 Minuten. Die Milz konnte leicht entfernt werden und kurz nach der Operation sah der Schah recht gut aus. Sie sagen also, dass die Operation zur Entfernung seiner Milz gut verlaufen ist. Und wenn die Chemotherapie wirkt, wird er weiterhin ein relativ normales Leben führen? Genau, er hat sich sehr gut geschlagen nach der Operation. Wirklich, ich glaube, er macht viel schneller Fortschritte, als wir es uns erhofft hatten. Dr. DeBakey wurde für seine Operation von Präsident Sadat mit dem Orden des Ägyptischen Reiches ausgezeichnet. Aber innerhalb von ein paar Wochen begann der Schah Brustschmerzen und Fieber zu bekommen und zu frösteln, und es ging ihm nicht gut. Der berühmteste Chirurg der Welt hatte seit 40 Jahren keine Milzentfernung mehr durchgeführt. Dr. DeBakey hatte beschlossen, auf eine Drainage zu verzichten. Drainage ist wichtig. Oh, ich hätte auf jeden Fall eine Drainage gelegt. Das Loch, das die Milz hinterlassen hatte, war so groß. Normalerweise, wenn wir eine Milz entfernen, besonders in Fällen wie diesem, legen wir eine Drainage, um sicherzugehen, dass alles abfließen kann, was dort nicht hingehört. Zumal es eine sehr enge Verbindung zur Bauchspeicheldrüse gibt. Die Bauchspeicheldrüse, sagt man, ist das Ding, dem man besonders viel Aufmerksamkeit schenken sollte. Wenn man eine Milz entfernt, dann steckt das Ende der Bauchspeicheldrüse normalerweise fest. Die chirurgische Lehre besagt, dass man bei der Entfernung der Milz äußerst vorsichtig sein muss, um die Bauchspeicheldrüse nicht zu beschädigen. Die Probe der Ägypten-Operation landete im New York Hospital. Und der Pathologe, der die Milz bekam, fand ein Stück der Bauchspeicheldrüse. Das ist schlechte Chirurgie. Eine vermeidbare Verletzung der Bauchspeicheldrüse, die durch die Unachtsamkeit eines Chirurgen verursacht wurde, verlängerte die Liste der Komplikationen des Schahs. Ich fliege also nach Ägypten und sehe den Schah und spreche mit den ägyptischen Ärzten. Und sie sagen, dass seine Bauchspeicheldrüse verletzt ist und dass er Fieber hat. Ich sagte, man müsse ihm intravenös Antibiotika verabreichen. Er sagte, seine Majestät will das nicht. Er will sie oral haben. Ich sagte, es ist mir egal, was seine Majestät will. Ich sage euch, ihr müsst sie ihm intravenös geben. Ein ganz entscheidender Punkt für die Gesundheit des Schahs. Doch plötzlich reiste der selbsternannte Arzt des Schahs, Ben Keane, ab und kehrte nach New York zurück. Während seiner Abwesenheit stellte Flandrin fest, dass niemand bereit war, die Diagnose, dass sich Eiter ansammelte, zu akzeptieren. Nicht einmal Dr. Coleman. Ich war zu Tode besorgt, dass er einen eitrigen Abszess hat. Und DeBakey rief an und versicherte mir, er habe keinen eitrigen Abszess. Er bekam jetzt Steroide. Sie haben ihm Steroide verabreicht. Das ist falsch. Das ist nicht das, was man macht. Der Schah hatte nach der Milzentfernung einen eitrigen Abszess, der auf die Milzerkrankung zurückzuführen war. Das wurde nicht erkannt. Es gibt widersprüchliche Berichte aus Kairo über den Gesundheitszustand des abgesetzten Schahs von Iran. Laut der Zeitung Al-Ahram verschlechtert sich sein Zustand. Aber sein Arzt sagt, es gehe ihm besser. Und sein Sprecher Robert R. Mayo ist optimistisch. Das Fieber und die Infektion werden mit Antibiotika behandelt. Das ist ein langsamer Prozess, aber die Ärzte sagen, dass es gut vorangeht.
Nun, jetzt ist natürlich die Milz entfernt. Sein Blut ist wieder normal. Das Knochenmark ist normal aktiv und sie können die Chemotherapie wieder aufnehmen. Als Dr. DeBakey sagte, er habe keinen eitrigen Abszess, wurde er nicht operiert. Aber es ging ihm immer schlechter. Sein Fieber ging höher und höher. Die Schmerzen wurden schlimmer und schlimmer. Sein Ego erlaubte ihm nicht, es zuzugeben. Laut Dr. DeBakeys Bericht waren das Knochenmark und das Blut des Schahs wieder in Ordnung. So weit, dass er bereit war, die Chemotherapie fortzusetzen. Die beste Therapie war damals CHOP. Und wir hatten eine Therapie namens Coplam entwickelt, bei der ähnliche Medikamente verwendet werden, aber in anderer Dosierung. Das sind alles gute Standardtherapien, aber man kann die beiden nicht mischen. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben die Ägypter versucht, das zu tun. Es kam zu einer schweren Infektion, die durch Dr. DeBakeys Milzentfernung verursacht wurde, weil er keine Drainage gelegt hatte. Die Verletzung der Bauchspeicheldrüse, die Verwendung von Steroiden, die Vermischung von Chemomedikamenten und die 2-monatige Verzögerung bei der Behandlung des eitrigen Abszesses. All das sind die Hauptgründe für den sich verschlechternden Gesundheitszustand des Schahs und nicht sein Krebs. Schließlich rief Dr. Flandrin einen Spezialisten in Frankreich an, Dr. Fanier, der merkwürdigerweise auf chirurgische Komplikationen spezialisiert war. Er solle nach Ägypten kommen und den Schah operieren. Sie mussten den französischen Chirurgen anrufen, um den Fehler zu korrigieren. Es ist traurig. Und was ich später von einem der ägyptischen Ärzte hörte, war, dass sie sehr verärgert waren über die Franzosen. Und dass sie Sadat davon erzählten. Und Sadat, der ein kluger Mann war, kam rüber und sah den Schah und sagte zu den ägyptischen Ärzten: Seht ihr nicht, dass dieser Mann stirbt? Lasst sie dafür büßen. Dr. Fanier operierte den Schah sofort, legte für den eitrigen Abszess eine Drainage. Und dann hatte er ca. 1,5 Liter Eiter. Aber er hatte wirklich unter dieser Infektion gelitten. Für eine lange, lange Zeit und im Juli 1980 fiel er schließlich in ein Koma und starb. Ich finde, er hat viel zu lange gelitten. Der eitrige Abszess hätte schon lange vorher trainiert werden können, aber weil es zu viele Ärzte gab, zu viele Interpretationen, hat er viel zu lange, viel zu viel ertragen müssen. Die ganze Geschichte ist ein Buch voller Kunstfehler. Von der Sichtweise der Hämatologie, Onkologie, Chirurgie. Die Art, wie mit den Komplikationen umgegangen wurde. Was hier passiert ist, dass zu viele Köche den Brei verdorben haben. Und es gab enorme politische Verwicklungen. Aber man muss einen Kapitän am Ruder haben, dessen einziges Ziel ist, den Patienten zu heilen. Es ist traurig, dass eine Person mit so viel Macht, so viel Geld, nicht die Behandlung bekommt, die sie braucht. Wegen seiner politischen Bedürfnisse und der politischen Situation der amerikanischen Regierung und der iranischen Regierung und allen anderen Beteiligten. Durch einige scheinbar kleine medizinische Entscheidungen veränderten sich die Auswirkungen der Revolution auf die Beziehungen der USA zu diesem Teil der Welt.
Ich glaube, es war nicht so sehr der Tod des Schahs, sondern vielmehr die Art und Weise, wie mit seinen gesundheitlichen Problemen umgegangen wurde. Der Schah geriet in eine Lage, in der er fast nie die Realität sah, über seine Krankheit, seine Beziehungen, seine Position, die Menschen, die sich um ihn kümmerten, und es musste für ihn in einer persönlichen Katastrophe enden. Mohammad Reza Pahlavi starb am Morgen des 27. Juli 1980 um 9:50 Uhr im Alter von 60 Jahren. Er wurde in der Al-Rifai-Moschee in Kairo beigesetzt, demselben Mausoleum, in dem Jahre zuvor sein Vorgänger und Vater Reza Schah zunächst im Exil beigesetzt wurde. Am 16. Januar 1979 verließ der Schah den Iran zum letzten Mal. 10 Tage vor seiner Abreise trafen sich die Chefs der 4 großen Westmächte, die USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich, auf der kleinen Karibikinsel Guadalupe, um über die Zukunft des Königs der Könige und seiner Nation Iran zu entscheiden. Schließlich war dies das Jahr, in dem ihre Ölverträge auslaufen würden. Damals trat Präsident Giscard d'Estaing der Diskussion bei und sagte, es ist vorbei, die Tage des Schahs sind gezählt, er hat Krebs und wird bald von uns gehen. Wir sollten uns über andere Alternativen unterhalten. Giscard d'Estaing wurde über die Krankheit seiner Majestät ganz diskret von seinem französischen Arzt Dr. Bernard informiert. Lord David Owen, damaliger britischer Außenminister, schrieb, dass ihm der französische Außenminister mitgeteilt hatte, dass die Franzosen von der Diagnose des Schahs wussten. Präsident Carter beteiligte sich an diesem Spiel der Verbündeten und erleichterte den Sturz des ohnehin schon instabilen Monarchen zugunsten des politischen Islam. Dies alles geschah unter dem Banner der Demokratie, der Menschenrechte und des Rechts des iranischen Volkes auf Selbstbestimmung. Aber für Carter und die USA gab es einen Rückschlag. Auch der Präsident wurde in dem Inferno verbrannt, mehr als jeder seiner Mitverschwörer aus Guadalupe. Studenten denken, dass der Iran unser Feind ist, weil sie Atomwaffen bauen. Das finde ich interessant. Und vieles davon rührt auch von George W. Bushs Rede und der Achse des Bösen. Und mindestens ein Jahr danach, vielleicht sogar noch länger, jedes Mal, wenn diese 3 Länder erwähnt wurden, wurde die Achse des Bösen direkt daneben gestellt. Man hat also diese Kinder in einem sehr beeinflussbaren Alter, die denken, dass sie schon immer recht hatten. Sie hatten keine Ahnung, dass wir jemals Verbündete waren. Dass es etwas Besonderes gab. Eine Reihe von Entscheidungen, die uns in einer sehr kurzen Zeitspanne dahin geführt haben, wo wir jetzt sind. Mit diesen jahrzehntelangen Sanktionen, die unsere Beziehungen beeinträchtigt haben. Und die Beziehungen des Iran zum Rest der Welt. Die Carter-Regierung hat es nicht geschafft, die wahre Bedeutung des politischen Islam zu begreifen. 30 Jahre später folgte Präsident Barack Obama der Linie seines Vorgängers Jimmy Carter und versuchte einen Weg der Versöhnung zu ebnen zwischen den USA und dem politischen Islam im Iran. Die Beziehungen zum Iran waren das einzige Vermächtnis, das Präsident Obama mit aller Kraft verfolgte. Aber zu welchem Preis? Der Preis der Demokratie? Der Preis der Menschenrechte und der Preis für das Recht des iranischen Volkes auf Selbstbestimmung?
Der gleiche Idealismus und die gleiche Naivität, die die Carter-Regierung zu Fall brachten, können Präsident Obama nichts mehr anhaben. Allerdings sind die Auswirkungen seiner Entscheidung, mit dem schiitischen islamischen Klerus zu verhandeln, der die eigentliche Macht im Iran hat, oder die Bereitschaft von Präsident Trump, diesen Weg weiter zu verfolgen, das eigentliche Erbe, das künftigen Generationen hinterlassen wird.